Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und ihr seht's, wir haben mal wieder eine Tierlist. Ich weiß gar nicht, ob ich die letzte hochgeladen habe. Wenn doch, dann kann es sein, dass sich ein bisschen was geändert hat. Aber auch, es ist diesmal wieder eine fertige Tierlist, die fertig war mit Animes, die ich geschaut habe, die ich nicht geschaut habe. Animes, die da leider nicht bei sind, die ich aber sehr feiere und. Aber ich glaube, wir haben hier eine gute Zusammenstellung und wir gehen direkt rein. Nämlich in die ich nicht gesehen habe. Und das sind einige. Wenn ich hier jetzt mal schaue, ne, hier Dragon Ball Kai oder Dragon Ball habe ich nie geschaut. Da nehme ich aber auch gleich vorweg. Dragon Ball Z ist dabei, haben wir auch oben weiter. Was haben wir hier noch? Hier, das hier wurde auch sehr gefeiert. Mir sagt der Name jetzt leider nichts. Ja, perfekt, man sieht meine Maus gar nicht. Das hier. Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Blue Lock hat mich nie gecatcht, deswegen habe ich es weggelassen. Genauso wie One Punch Man. Food Wars ist ein Ding, was ich mir vielleicht nochmal reinziehe. Was haben wir hier noch? Ja, sonst sind das alles so Animes, die ich halt, wo ich mir ein bisschen was angeschaut habe und es nicht gefeiert habe. Und ja. Aber das sind halt erstmal die Animes, die ich nicht gesehen habe und auch nicht weitergeguckt habe. Wie es ja hier steht. Natürlich zeige ich euch noch nicht meine ganze Aufteilung hier. Aber wir gehen dann in den nächsten rein, in die ich geschaut habe. Guck mal, dass ich nicht hier am Spoilern bin. So, dann gehen wir nämlich in Okay und Not Good. Und da muss ich ehrlich sagen, My Hero Academia hat mich gar nicht gecatcht. Ich mag es nicht, wenn du ein Crybaby hast, was die ganze Zeit wirklich nur am Rumheulen ist, um in den ersten gefühlten 10, 20, 50 Folgen. Holt mich überhaupt nicht ab. Deswegen ist auch Black Clover hier so Charakter, der halt viel rumschreit, der halt viel rumweint, so sag ich mal. Und einfach zu laut ist, catcht mich halt gar nicht. Bei My Hero Academia ist es auch dieses ganze Prinzip drumherum. Es sind halt coole Fähigkeiten, aber ein Typ, der ein Haar frisst, damit er super alt wird, weiß ich nicht. Catch mich nicht. Aber ich weiß auch, ne, dass jetzt die neueren Sachen oder was jetzt alles kommt und gekommen ist, natürlich sehr geil ist. Aber da bin ich ganz ehrlich, da gucke ich halt lieber die kleinen Clips auf TikTok. Und das war's dann. Boruto, für mich, ist es nicht. Also, mich packt's nicht. Klar, jetzt ist genauso wie bei My Hero Academia. Natürlich zum Ende hin oder jetzt, ne, wenn Boruto erwachsen wird und so, catcht das ein bisschen mehr, holt mehr ab und so. Sind auch geile Fights, gar keine Frage. Aber ich finde, alleine mit dem Hintergedanken, Naruto, da hätte Schluss sein müssen. Klar, ist eine coole Geschichte, dann nochmal den Sohn und so. Aber es ist halt alles viel zu extrem und so. Holt mich nicht ab mehr. Ist so ähnlich, und das ist jetzt vielleicht ein kleiner Hot-Take, ist so ähnlich wie bei Assassin's Creed und Assassin's Creed Valhalla. Wenn du Assassin's Creed Valhalla als Valhalla siehst, also ohne Assassin's Creed, ist es ein Mörderspiel. Ist es aber nur Assassin's Creed, hast du Assassin's Creed davor, ist es wieder totales Downgrade. Ich finde, das hast du bei Boruto auch. Es hätte so ein geiler Anime werden können, wenn du das aber anders aufgezogen hättest, ne? Getrennt von Naruto. Aber gut. Wie gesagt, für mich hat er einfach nicht gecatcht. Black Clover, eigentlich ein sehr, sehr geiler Anime, hat für mich auch sehr viel Potenzial. Natürlich jetzt auch mit der letzten Staffel, was ich mitbekommen habe, animationstechnisch war jetzt auch nicht so geil. Angeblich. Keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Finde die Geschichte eigentlich sehr geil, gerade auch mit Yami und so. Mit Nacht. Aber ja, hat mich nicht gecatcht, aber ist okay. Also es ist nicht not good, sondern ist einfach wirklich okay. Aber ich konnte es mir halt nicht ganz durchgucken. Dadurch aber, dass ich schon ein bisschen was gesehen habe und mir immer wieder reinziehe, ist es nicht in Heaven Continue reingekommen. Dragon Ball Super. Ich glaube, darüber muss ich nicht reden. Ne? Es ist genauso wie bei Boruto. Lass die Geschichte sein. Es ist zu krass, finde ich nachher. Klar, geil zu sehen, den nächsten Super Saiyajin und dies und der kann noch das machen und dies. Klar, alles cool, aber hat mich nicht mehr gecatcht, gerade
weil ich Dragon Ball Z über extrem krass liebe, gerade mit der deutschen Synchro der alten, mit Tommy Morgenstern und Trunks und sowas. Unfassbar geile Stimmen. Zeichenstil hat sich ja auch extrem geändert und so. Das war nicht mehr meins. Deswegen ist es für mich auch nur okay. So, dann gehen wir in den nächsten rein. Das ist dann gut. So. Da haben wir einmal Parasite. Da muss ich auch ehrlich sagen, Good ist halt wirklich so ein Ding. Ja, ne? Gehen wir hier vorne hin. Parasite ist ein guter Anime, aber ist auch, also für mich persönlich ist es tagesabhängig. So, ob ich mir den geben kann oder nicht, gerade von dem Zeichenstil her. Ist aber ist ein guter Anime. Baki haben wir hier auch nochmal. Wusste ich jetzt nicht, welcher der richtige ist. Ne, jetzt gerade da, wo der gegen seinen Vater kämpft und sowas. Da bin ich nicht so drin gewesen. Ich glaube, es ist andersrum. Ich glaube, es müsste so rum sein. Ne, ist ja auch relativ. Das habe ich gesehen und fand ich geil. Geiler Zeichenstil, geil mit den Kämpfen und so. Auch ein bisschen zu übertrieben manchmal. Aber ist ein guter Anime. Und dann haben wir als letztes hier die letzte Staffel von Tokyo Ghoul. So habe ich es jetzt bewertet. Ne? Natürlich, man sieht es ist der Manga eigentlich hier gemeint. Ne? Es geht hier ja um Manga und Anime, aber ich bin jetzt nur nach Anime gegangen. Ich gehe jetzt einfach nur nach der letzten Staffel vom Anime. Und da muss ich sagen, kann halt natürlich mit den ersten beiden Staffeln nicht mithalten. Dritte Staffel war auch noch so, na okay, vierte Staffel ging natürlich wieder hoch, aber es war halt wirklich nur gut. So. Aber die Staffeln davor werden wir gleich darauf zurückkommen, dass wir gleich auch noch kommen. Das waren meine Gutsachen und jetzt kommen wir zu den Top 20s, Top 25, sage ich mal. Nämlich, da sind wir bei Great. Es kommt nur noch Masterpiece darüber, nehme ich gleich schon mal vorweg. So, und ab hier habe ich wirklich eine Aufteilung, also wirklich eine Reihenfolge, wie ich es gefeiert habe. Und dann muss ich ehrlich sagen, Dr. Stone ist da bei Great. An letzter Stelle, sage ich jetzt mal. Einfach, weil ich es noch nicht ganz durchgeguckt habe, muss ich ehrlich sagen. Aber alleine, was ich gesehen habe, ist crazy. Der Zeichenstil, die Geschichte, alleine, dass du ein Anime so aufbaust mit diesem Konzept, finde ich crazy. Deswegen für mich ein sehr guter Anime. Pokémon ist hier oben. Einfach, weil es Kindheit ist für mich, muss ich ehrlich sagen. Die neueren Sachen jetzt nicht so, aber gerade die älteren Sachen, ne, gerade wenn ich hier jetzt so mit Gag Arbor, Flamly sehe, der alte Zeichentrickstil, ja, ist für mich auf jeden Fall sehr gut. Dann haben wir Naruto hier. Müssen wir nicht drüber reden. Geile Fights. Geile Messages. Was gibt's da nicht alles? Also Naruto an sich ein sehr, sehr geiler Anime. Hat mich aber nicht wirklich gecatcht, muss ich auch dazu sagen. Da bin ich auch ein bisschen von meiner Kindheit zerfressen worden. Nämlich, mein Bruder hat das immer gerne geguckt und ich wollte mal One Piece gucken und sowas. Deswegen leider nur in Anführungszeichen wirklich auf sehr gut. Weil es ist halt trotzdem ein sehr, sehr guter Anime. Dann haben wir Seven Deadly Sins. Finde ich sehr geil. Klar hat es zum Ende auch abgenommen. Aber dieses ganze Konzept um Meliodas, um die Seven Deadly Sins, wie es sich aufgebaut hat, finde ich, ist für jung und alt, kannst du dir das reinziehen. Natürlich mit dem Blut ein bisschen komisch, wenn du deinen Kindern sowas noch nicht zeigen willst. Aber finde, kannst du dir jedes Jahr wieder reinziehen und es macht immer wieder Spaß zu schauen. Ja, deswegen super gut. Death Note, muss ich sogar ehrlich sagen, habe ich erst nicht gefeiert. Alle haben immer gesagt, oh, der geilste Anime, dies, das. Wie man sieht, sehe ich das immer noch nicht so. Aber ich muss halt wirklich sagen, es ist ein sehr, sehr krasser Anime. Also ein sehr, sehr krasser Anime, dieser Zeichenstil, dieses düsterische, was Death Note aufbaut, habe ich in kein Anime bis jetzt, glaube ich, gesehen. Das ist wirklich crazy gewesen. Die Geschichte darum, dann die beiden Fights, sage ich jetzt mal, mit L und mit den anderen beiden. Natürlich muss man auch sagen, dass der L-Fight um Weiten geiler war als der danach. Deswegen hat das so ein bisschen bei mir auch so ein bisschen runtergezogen. Die ersten Folgen sind für mich auch ein bisschen zäh gewesen. Aber einfach diese ganze Entwicklung vom Hauptcharakter und so
von Light. Bro, Wahnsinn. Wahnsinn. Deswegen für mich sehr, sehr geiler Anime, aber ist nicht Masterpiece halt. Halt irgendwie, irgendwas fehlte da für mich. Irgendwie ist es, glaube ich, nicht so, trotzdem nicht ganz mein Geschmack. So, dann haben wir hier. Ich habe vergessen, wie der hieß jetzt. Tower of God. Genau, so hieß der. Tower of God, für mich auch ein mega geiler Anime. Der Anime-Stil, also der Zeichenstil, musst du dich ein bisschen dran gewöhnen. Finde ich, aber wenn du dich dran gewöhnst, ist es sehr geil gemacht. Macht mega Spaß zu schauen. Rede jetzt aber auch nur von der ersten Staffel. Die zweite Staffel habe ich noch nicht gesehen. Gerade auch mit dem Plot-Twist am Ende. Oder nahe zum Ende. Mega cool. Hab mich mies abgeholt. Finde ich mega geil. Dann kommen wir zu Kurosuno Basket oder so, wie müsste der heißen. Wenn hier falsche Namen fallen, ne, tut's mir leid. Ist für mich der zweitbeste Sportanime, den es da draußen gibt. Eigentlich, ja, sagen wir drittbesten. Der zweitbeste ist für mich Super Kickers 2006. Einfach wegen Kindheit. Aber ich finde es mega geil. Ich hatte jetzt nicht Bock, dann auf Basketball zu spielen, aber ich fand die Animation geil. Dieser Zusammenhalt und nachher auch, wenn alles so ein bisschen aufgedeckt ist, fand ich mega geil. Geile Geschichte dahinter. Deswegen für mich auch ein sehr geiler Anime. Aber auch kurz vor Demon Slayer, weil Demon Slayer, muss ich ehrlich sagen, ist ein sehr geiler Anime, müssen wir nicht drüber reden. Tiefgründig. Jetzt nicht zu krass tiefgründig, aber man muss halt wirklich sagen, Demon Slayer lebt halt von der Animation. Und gerade wo das Ding rausgekommen ist, fand ich animationstechnisch war das Peak. Jetzt natürlich alle ziehen nach und. Aber es ist immer noch, Demon Slayer hat so krasse Animation und auch so eine geile Geschichte dahinter. Deswegen für mich auch in meiner Top 4 von den super guten. Ja. Hunter x Hunter, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Das Ding, das kannst du dir immer reinziehen, egal ob es die neuere ist oder die ältere Verfassung. Die ältere Verfassung finde ich sogar noch ein bisschen geiler. Stehe halt auf diesen alten Zeichenstil. Aber die ganzen Entwicklungen von den Charakteren da macht mega Spaß, da zuzuschauen. Gerade auch dann zum Ende hin, wenn auf einmal so die Charakter sich wechseln, du von Gon auf einmal, der immer lachen war und immer gut drauf war, auf einmal so einen kleinen Rachefeldzug hast und sowas. Crazy geil gemacht. Deswegen für mich Top 3 von super gut. Dann haben wir King of High School? Fuck. Wie ist das denn noch? Wartet. Eigentlich müsste ich das noch hier irgendwo aufhaben. Genau hier. The God of High School. Ja, guck mal, da war ich doch fast nah dran. The God of High School finde ich eigentlich fast ein Masterpiece. Also für mich sind die drei hier nah am Masterpiece, ne? Damit wir das eben klar haben. Weil in der kurzen Zeit, den du für diesen Anime eigentlich nur brauchst, das ist ja nur eine kleine Staffel gefühlt, aber es macht so Spaß zu schauen. Geile Fights, geiler Zeichenstil. Dann so dieser Twist am Ende nochmal, wo nochmal so dieser Power-Up kommt, sag ich mal, so in dem Sinne. Hammermäßig. Ich finde halt ein bisschen zu wenig. Also irgendwie ein bisschen mehr Hype hätte ich mir darum gewünscht, weil es ist ein mega geiler Anime. Deswegen bei mir auf jeden Fall Top 2 in sehr gut und Top 1 Code Geass. Da werden einige wahrscheinlich sagen, ja, wie kannst du das vor Death Note packen? Das ist doch genauso dieses Mindfuck und so. Aber es ist halt auch hier, ne, der Zeichenstil, also der Zeichenstil hat mich da sogar noch mehr gecatcht als bei Death Note. Aber auch dieses ganze Kopfzerficken da und ey, mein Kopf, der brennt immer noch davon. Aber es macht halt so Spaß, das Ding zu schauen und dieses Hin- und Her-Gespringe. Deswegen, für mich, auf jeden Fall kurz, ganz kurz vor Masterpiece. So, das sind meine sehr guten oder great Animes. Und jetzt kommen wir in die Masterpiece. Und da werden viele von euch wahrscheinlich überrascht sein, wer da oben alles hängt. Wir gehen einfach rein. Zack. Dann machen wir das hier mal so ein bisschen mittiger, damit das auch mal ein bisschen schöner hier aussieht. So, wir fangen natürlich hinten an.
sind wir bei Erased. Für mich ein mega geiler Film. Erstens, weil es auch der erste Film war von diesen neueren Filmen, jetzt nicht von diesem Ghibli-Film. Ghibli, schade, dass die nicht dabei waren. Gleich mal hier so als Nebending. Hätte ich mir sehr gewünscht. Aber von den neueren Erased habe ich damit so angefangen, dann jetzt so, ne, dann mit Bubble habe ich mir letztens noch reingezogen und Your Name und so. Alles Masterpieces, gar keine Frage. Aber Erased nochmal so ein Stückchen drüber. Einfach, weil ich finde die Geschichte dahinter so schön erzählt und sowas. Deswegen ein wunderschöner Anime-Film. Für mich Masterpiece. Dann haben wir natürlich die Eldritch Brothers. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Also Fullmetal Alchemist. Ich finde, das einzige Makro für mich ist, dass es halt ein bisschen zu kindlich gezeichnet ist. Aber das ist auch wirklich, ich finde, das ist so ein richtig, also von mir richtig großes Rumweinen, bin ich ganz ehrlich. Das ist ein richtig großes Rumheulen, weil ich finde, das ist ein krasses Masterpiece. Die ganze Entwicklung zu sehen, die ganze Geschichte dahinter kennenzulernen. Dann, wie dein Kopf auf einmal zerstört wird, weil der eine Penner da das mit seiner Tochter und den Hund macht. Ne, ich will hier nicht spoilern, deswegen versuche ich so ein bisschen zu umschreiben. Wahnsinn. Deswegen unfassbarer Anime. Kann ich nur jedem empfehlen. Macht extrem Spaß zu schauen. Aber macht dich auch extrem wütend zu schauen. Dann gehen wir into Jujutsu Kaisen. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Finde ich einfach ein sehr, sehr geiles Konzept. Finde ich sehr geil, wie sich das alles aufgebaut hat. Alleine, wie sich das alles entwickelt. Wer überlebt, wer nicht lebt. Wie stark und. Das Abgefuckte. Da muss ich aber auch sagen, die deutsche Synchro hat da sehr, sehr stark mitgespielt. Generell die Synchro macht mega Spaß, dazu zu hören. Deswegen ist es für mich nochmal ein bisschen mehr ein Masterpiece geworden. Als jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Demon Slayer, einfach weil die Synchro nochmal krasser ist als bei Demon Slayer. Dann kommen wir into Vinland Saga. Und da muss ich ehrlich sagen, ihr merkt es auch, jetzt so langsam, für mich wird es schwierig. Das sind so die schwierigen für mich. So bis hierhin ist so, okay, Masterpiece, alles gut. Und hier wusste ich nicht, wie ich aufteilen soll. Weil Vinland Saga ist für mich, wow. Also Real Talk, wow. Ey, diese Entwicklung von Thorfinn in der ersten Staffel make der da alles auseinander, haut jeden da kaputt. Du siehst, wie der seinen Rachefeldzug hat. Du bist so, boah, geil, was für ein krasser Anime. Und dann kommt die zweite Staffel, die dir auf einmal so mit einem Brett vor den Kopf haut, wo du dir denkst, was geht denn jetzt ab? Wo du dich drauf einlassen musste ich persönlich auch. Aber wenn du es machst, finde ich, ist es so ein krass guter Anime. Also es ist dieses, ey, du hast geile Fights in der ersten Staffel und in der zweiten musst du mitdenken. Oder musst du dieses Mindset, diesen Switch anmachen. Und dadurch finde ich das so geil. Kann aber auch verstehen, dass viele sagen, ne, ist für mich einfach ein Good-Part oder vielleicht sogar Okay-Part oder vielleicht sogar not good. Für mich persönlich ist es aber so geil, einfach weil du so viele geile Charaktere hast, die so einen mit Askeladd einen geilen Bösewicht so hast. Thorfinn, der sich entwickelt, ne, die ganzen Konstellationen drumherum und natürlich die Wikinger-Zeit ist nochmal für mich so extrem wichtig. Feiere ich extrem. Deswegen für mich ein Masterpiece. Aber ist davor ist halt, also eigentlich hätte ich es lieber Fighter vorne hingesetzt, aber geht nicht. Nämlich, danach kommen wir zum für mich besten Sportanime aller Zeiten. Stand jetzt. Nämlich Haikyuu. Wie gesagt, danach kommt Super Kickers. Das lag aber auch an der Kindheit, Super Kickers 2006 mit Tsubasa und so. Aber Haikyuu, ich habe noch nie ein Sportanime so gefühlt. Klar, als Kind, ne, mit Super Kickers war es so, ey, ich guck das jetzt, okay, ich will Fußball spielen. Das habe ich heute immer noch ab und zu. Aber bei Haikyuu war so, ey, ich will Volleyball spielen. Und ich habe Volleyball noch nie gespielt. Also, vielleicht außer in der Schule oder so. Aber du willst einfach selber spielen, du fängst an, dir den Sport anzuschauen. Also ich habe angefangen, Volleyball zu schauen jetzt und so, weil es einfach so Spaß macht, die ganze Geschichte da um Haikyuu kennenzulernen, die ganzen Charaktere an sich.
Deswegen für mich sporttechnisch der geilste Anime überhaupt. Auch von dem Zeichenstil und so. Wahnsinn. Wahnsinn. Dann kommen wir into Naruto Shippuden. Hab's ja gerade schon gesagt. Naruto ist bei mir natürlich, ist nur bei Grade. Naruto Shippuden ist bei mir einfach ein Stück höher, einfach weil ich diesen Anime-Stil da noch ein bisschen mehr gefeiert habe. Dieses Erwachsenere und halt dieses Mindset da bei mir einfach weiter war, sag ich mal so. Hat mich viel mehr gecatcht. Wie gesagt, Naruto hat natürlich auch unfassbar geile Mindset-Sachen. Aber Naruto Shippuden, gerade mit den Fights und wie sich das alles entwickelt hat, wie Naruto sich entwickelt. Puh. Wenn er da auf einmal mit Kurama auf einmal sich kurz schließt und alles, Wahnsinn. Deswegen für mich auf jeden Fall in meiner Top 6. Also Wahnsinn. Muss aber auch dazu sagen, was halt so ein bisschen runtergezwiebelt hat. Für mich, also was so ein bisschen runtergenommen hat, war halt wirklich dieses Ende. Hätte ich mir gewünscht, dass sie einfach mit Madara Schluss machen, ne? Zack, besiegen Madara, fertig ist und nicht nochmal hier und da. Ich fand, da hat es nämlich dann schon angefangen, wo du dir gedacht hast, jetzt nochmal wieder irgendwie nochmal ein bisschen verlängern und dann into Boruto und so. Deswegen hat Boruto mich einfach nicht gecatcht. Ja. Aber trotzdem ein Masterpiece von Anime. Kommen wir in den nächsten Anime. Für mich natürlich, oder für viele da draußen, der Vater aller Animes. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, wie man sieht. Ne? Für mich ist es Dragon Ball Z. Kindheit, ich habe es immer geliebt. Den Zeichenstil, auch heute noch. Das einzige Makro ist halt die deutsche Synchro. Außer, also, ne, dass sie nicht so gut draufgelegt ist. Man merkt halt, dass da die deutsche Synchro angefangen hat. Aber da haben wir den besten deutschen Synchronsprecher in der Form von Son Goku mit Tommy Morgenstern. Ey, das ist einfach so Kindheit und ich könnte jedes Mal heulen, wenn ich die Stimme höre und es macht jedes Mal so Spaß. Aber davon mal abgesehen, der Zeichenstil, wie schön Muskeln gezeigt werden können und wie krass das auch, ich finde, heutzutage sieht alles so ein bisschen verweichlicher aus. Das hast du in der alten Zeit, finde ich, einfach nicht. In den älteren Anime-Zeichenstilen nicht. Und Dragon Ball hatte es einfach so geil. Gerade mit den Kämpfen und so. Deswegen für mich in meiner Top 5. Was jetzt viele wundern wird, sind jetzt die beiden, die da vorkommen. Top 4 und Top 3. Aber da kann ich nichts hier machen. Da muss ich ehrlich sagen, da geht nichts. Nämlich auf 4 haben wir Neon Genesis Evangelion. Junge, die Scheiße gucke ich mir jetzt, glaube ich, zum 6. oder 7. oder 10. Mal an. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich gucke es ja wirklich in der Reihenfolge. Du guckst ja Staffel, die Serie, dann Film 1, dann Film 1, Film 2 und dann kommen ja die Rebuild-Filme. Und ich muss ehrlich sagen, dieser Anime hat es mir so angetan. Ich weiß, ich habe gesagt, ich mag es nicht, wenn du diese Crybabies als Hauptcharaktere hast. Aber Neon Genesis macht es so anders. Also es ist so ein anderes Feeling, das so zu schauen, finde ich. Generell die ganze Geschichte, wie sich das entwickelt. Dieser Zeichenstil ist von einer anderen Welt. So psychomäßig. Boah, Wahnsinn. Aber auch diese kleinen Pausen da, wenn du dieses Grillengeräusch da hörst, ne? Wenn da alles so leise wird und wenn alles so ein bisschen so diese Schnelligkeit von diesem Anime rausnimmt und so. Wahnsinn. Deswegen für mich totales Masterpiece, Top 4. Wow. Kommen wir hinzu, eigentlich für lange Zeit mein Lieblingsanime, nämlich Tokyo Ghoul. Einfach aus dem Grund, ich feiere erstens einen Hauptcharakter mit weißen Haaren, einen Hauptcharakter, der sich so geil entwickelt wie Ken Kaneki. Gibt's nicht oft, finde ich. Dann die ganze Geschichte drumherum, mega geil. Der Zeichenstil, mega geil. Die Kämpfe, mega geil. Natürlich die 3. Staffel, deswegen habe ich ja auch die 4. Staffel hier bei Goodmo hingepackt. Ne? 3. Staffel war jetzt nicht so ganz meins. 4. Staffel wurde natürlich wieder besser. Deswegen könnte man sogar darüber reden, das vielleicht in Grade zu packen. Aber alles in allem hat mich Tokyo Ghoul nie enttäuscht und ich fand es immer wieder geil, den zu sehen. Muss auch dazu sagen, ich habe jetzt mit dem Manga angefangen und viele sagen ja, der Manga ist um Weiten besser. Gehe ich zu 100% mit.
Ich sage aber ganz ehrlich, und das ist jetzt mal ein Real Talk Call, geht erst in den Anime rein, gönnt euch den Anime, dann werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen sauer sein, ne, dass die Staffel ein bisschen scheiße wird und so, aber geht dann in den Manga rein, weil das ist anderes Level. Also sage ich ganz ehrlich, das ist anderes Level. Wenn du den Anime schon liebst, dann gehst du in den Manga und denkst dir, Bro, what the fuck? Und das ist das Geilste überhaupt. Deswegen für mich Top 3. Einfach unfassbar geil. Das ganze Tokyo Ghoul hat mich total gecatcht. Dann kommen wir natürlich in den längsten Anime, den wir haben. Für mich Kindheit, Gegenwart und Zukunft. Werde ich immer gucken. Ich glaube, wenn das Ding zu Ende ist, fange ich einfach wieder von vorne an. Vielleicht werde ich irgendwann Kinder haben und werde mit denen die ganzen 1000 Folgen da durchgucken. One Piece, wow. Klar, ich kann verstehen, dass viele sagen, ey, das ist mir zu lang. Verstehe ich auch. Aber ich finde, für die Geschichten, die erzählt werden, für die Geschichte an sich, die normal erzählt wird, ist es... Natürlich könnte man ein bisschen schneller machen, es gibt viele Filler-Folgen, es gibt einen Arc, wo du dir denkst, Bro, den kannst du ja auch sonst wo hinschieben, oder mehrere Arcs, die kannst du sonst wo hinschieben, aber, oder wurden zu lang gezogen, aber man muss halt wirklich sagen, es ist halt wirklich unfassbares Meisterwerk, wie sich der Zeichenstil entwickelt hat, auch für mich nicht immer positiv, aber, ne, wie er sich entwickelt hat, die Kämpfe an sich, dieses Mindset, du hast mehrere Charaktere, in die du dich verliebst. Mein Lieblingscharakter ist Ace. Der Typ, der war keine Ahnung wie lange auf dem Bildschirm, gefühlt fast gar nicht da und stirbt dann auf einmal und du hängst da und denkst, ich bin immer noch am Heulen, wenn ich das heutzutage sehe. Wahnsinn. Und das als Anime hinzubekommen, wahnsinnig, deswegen für mich Top 2. Wow. Und natürlich Top 1 Attack on Titan. Wow. Unfassbarer Zeichenstil. Unfassbarer Plot-Twister am Ende, den ich immer noch nicht verkraftet habe und immer noch nicht verstanden habe, gefühlt. Ja, aber auch die ganze Geschichte um Eren, um Mikasa, ich kann sie alle gar nicht aufnennen. Ne, wie die sich alle entwickeln. Natürlich muss man auch sagen, ne, die letzte Staffel, wie die da alle aussehen, außer Eren. Lächerlich. Also, Mikasa hat das größte Downgrade aller Zeiten gekriegt. Davor war das für mich eine Queen. Danach war, weiß ich nicht. Aber Eren, größter Ficker überhaupt. Die Geschichte dahinter, wie er sich entwickelt hat, was er macht. Wahnsinnig. Und ich muss immer noch sagen, wenn du heute, du kannst so krass über diesen Anime reden und auch über dieses Denken von Eren, eine Konversation führen, die jahrelang gehen könnte, weil man immer sagt, ja, okay, der hätte das machen können. Ja, aber das hätte auch passen und das in dies. Und das finde ich halt so geil. Du hast so einen krassen Mindfuck im Kopf einfach vom Anime. Deswegen für mich der beste Anime aller Zeiten. Zurzeit, man weiß nie, also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie weit One Piece noch weitergeht, dass er wieder nach vorne kommt, aber das wird auch bald passieren, 100%ig. Und ja, das ist meine Anime-Tierlist, wo ich halt wirklich sagen muss, ich glaube, mit meinem Masterpiece sind ein paar Dinge dabei, wo man denkt, sehe ich anders. Könnt ihr mir gerne reinschreiben, was für euch euer Masterpiece ist. Natürlich von allen hier, die hier gezeigt werden, oder generell. Ich habe jetzt einfach nur die genommen, die hier vorgegeben waren. Aber muss mir da auch vorbehalten, dass einige in den nächsten Jahren und in nächster Zeit wahrscheinlich auch wieder höher springen und was auch immer. Zum Beispiel Vinland Saga, wenn ich da den Manga mit reinnehme, wird er wahrscheinlich höher knallen. Haikyuu, wenn die Filme rauskommen und. Deswegen, geil. Aber das ist meine Anime-Tierlist. Ich hoffe, ihr hattet habt so einen kleinen Eindruck gekriegt, so was ich feiere. Hier auch nochmal an der Stelle, ne? Wir sind alles Menschen, wir haben alle unsere Vorlieben und auch die Sachen, die wir nicht feiern. Lasst es so stehen. Ich finde, das sollte unsere Menschheit ein bisschen mehr so ein bisschen wieder reinkriegen, dass die anderen einfach mal das mögen dürfen, was sie auch mögen dürfen. Wenn wir zusammen die gleichen Sachen feiern, ist doch noch geiler. Ja, schreibt mir gerne eure Masterpieces rein, ne, wo ihr sagt, ey, das sind für mich die geilsten Animes.
Vielleicht ist das dann auch nochmal so ein kleiner Anreiz für mich, dass ich in die Animes reingucke. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht bei irgendwann einer anderen Tierlist wieder. Bis dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.